Am Anfang des Videos habt ihr ja schon gesehen, dass ich mir Äste zurechtgeschnitten habe und die Äste werden nun auf diese Dose geklebt werden. Meine Dose hat jetzt im Übrigen eine Höhe von 10 cm und der Durchmesser beträgt, ja, sagen wir mal so 7,5 cm. Meine Dose habe ich zuvor noch mit Sprühfarbe eingesprüht. Die Sprühfarbe packe ich euch einfach mal mit in die Videobeschreibung ein. Ja, und diese Äste habe ich im Übrigen alle auf eine unterschiedliche Länge geschnitten. Ja, und an dieser Stelle könnt ihr euch jetzt auch mal Gedanken machen, ob ihr die Dose nachher so rum aufstellen möchtet oder ob sie letzten Endes, ich sag mal so, als Vase dienen soll. Ich werde die aber nachher so aufstellen, also halt so rum, ne, dann verwenden. Und dann machen wir jetzt hier mal ordentlich Heißkleber drauf. Auch immer auf die Finger aufpassen, ne? So, jetzt wird hier natürlich nicht so rauskommen, wie ich gerne möchte. Diese Heißklebepistole ist jetzt auch im Laufe der Zeit mal ein bisschen zickig geworden, muss ich gestehen. So was, das nervt ehrlich gesagt. Macht auch immer ordentlich Heißkleber drauf, damit das nachher auch, ich sag mal, gut hält. Nicht so ein Kleckschen. Lieber ein bisschen mehr einarbeiten. So. Okay, das sollte jetzt schon mal soweit reichen. Nehmen wir mal den hier. Obwohl, nee, der ist ein bisschen doof. Ich nehme mal hier einen anderen. Jetzt muss ich nur darauf achten, dass das hier unten bündig abschließt. Ja, ich muss noch ein bisschen rüber. So. Ja, und jetzt halte ich den Ast so lange fest, bis der Heißkleber halt wiederum, ja, fest geworden ist. Und damit wird dann die ganze Dose beklebt werden, beziehungsweise mit den Ästen wird die ganze Dose einmal komplett drumherum beklebt werden. Jetzt ist der letzte Ast dran und dann kann man sich auch mal Gedanken machen, wie man das Ganze auch noch weiter dekorieren möchte. Ja, ich sag mal, das ist ja am Ende auch immer mal ein bisschen Puzzeln, aber ich muss jetzt gestehen, ich hatte jetzt wirklich Glück. Ja, und ich warte jetzt noch einen Moment, bis das hier wieder fest geworden ist, wobei ich glaube, ich kann es schon mal hinstellen. Ansonsten mache ich es halt nochmal neu dran. Hier waren jetzt auch ein paar Äste sogar dabei, die stammen noch aus dem letzten Jahr von einer Weihnachtsdeko. Ja, aber macht doch so schon mal einen ganz guten Eindruck. Ich habe mich jetzt noch dazu entschieden, hier in die Zwischenräume ein paar Flechten zu kleben. Alternativ zu den Flechten könnt ihr aber auch genauso gut einfach Moos verwenden oder ihr lasst das Ganze einfach so, wie es ist. Aber ich persönlich denke, mit den Flechten sieht das Ganze noch ein bisschen niedlicher aus. Hier konntet ihr jetzt im Übrigen auch einen Ast sehen, der stammt wirklich aus dem letzten Jahr von der Weihnachtsdeko. Da war jetzt noch ein bisschen Heißkleber dran. Zumindest hier im sichtbaren Bereich. Jetzt auch wieder auf die Finger aufpassen. Ja, und dann ganz entspannt wieder mit der Heißklebepistole einfach festkleben. Also um jetzt mal ehrlich zu sein, das Goldspray an der Dose hätte ich jetzt im Nachhinein auch einfach mal weglassen können. Aber ich war mir am Anfang noch nicht zu 100% sicher, wie das Ganze halt hier gestaltet werden wird. Ja, und ich wollte halt nicht auf so eine silberne Dose gucken. Da gefiel mir halt Gold jetzt letzten Endes besser. Ja, und dann habe ich jetzt hier eine Schnur am Start. Ich muss die mal eben dran befestigen. Und die wird jetzt hier ein paar Mal drumherum gewickelt werden. Kann man machen mit der Schnur, muss man aber nicht machen. Wie gesagt, die wird jetzt hier ein paar Mal einfach mal ganz easy peasy drumherum gewickelt werden. Mache ich aber jetzt hier alles an einer Stelle. Ich sag mal, das Ganze sieht dann noch mal ein bisschen, sagen wir mal, ja, schicker aus. Meine Schnur habe ich nun soweit befestigt und hier in die Mitte kommt jetzt noch dieses Glas hinein. Das hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von in etwa 6,5 cm
und der Durchmesser beträgt auch ca. 6,5 cm. Ach ja, und das hatte ich zuvor auch einfach mal mit Goldspray eingesprüht bzw. besprüht. Bevor ich es aber platziere, fülle ich schon mal Sand da hinein. Wenn ihr jetzt ein Teelicht platzieren solltet, dann könnt ihr euch den Sand letzten Endes auch sparen. Ich glaube, das sieht nachher ganz süß aus. Ja, und dann habe ich jetzt hier ein paar Materialien. Das hier ist Mannstreu. Dann haben wir hier etwas Schleierkraut und eine Heidepflanze. Da werde ich mir jetzt ein bisschen was von abschneiden. Ich werde jetzt auch zunächst mal oder als erstes die Heide einarbeiten. Dann kommt das Schleierkraut dran und zu guter Letzt der Mannstreu. Das, was von der Heide übrig bleiben wird, das würde ich ja jetzt nicht einfach entsorgen. Könnt ihr beiseite stellen, für andere Projekte einfach mal aufheben. Oder ihr macht das so wie ich, ihr pflanzt die einfach in den Garten, dann habt ihr wieder was fürs nächste Jahr. Und hier einfach so in die Zwischenräume hineinstecken. Ich sag mal jetzt einfach so frei Schnauze nach Gefühl einarbeiten, so rum, wie ihr das halt letzten Endes leiden mögt. Jetzt fehlt nur noch die Kerze und dann bin ich mit der Deko auch soweit fertig. Ja, und im Laufe der Zeit werden natürlich auch alle Materialien noch eintrocknen. Aber ich persönlich finde, das sieht dann auch immer noch richtig klasse aus. Ja, und ich kann euch jetzt schon sagen, meine zweite Deko-Idee, die geht gleich auch deutlich schneller. Aber ich denke, das hier ist auch echt richtig niedlich geworden. Vor allen Dingen, ich bin momentan auch ein Riesenfan hier von dem Mannstreu, aber auch von der Erika oder von der Heide. Ja, mir gefällt's und das ist ja am wichtigsten. Für meine zweite Herbstdeko-Idee verwende ich auch wieder Äste. Und ich nehme jetzt mal die größten und die längsten und packe die schon mal beisammen. Das Ganze wird jetzt gleich mit einem Gummiband aneinander befestigt werden. Das Gummiband wird aber nachher auch noch mit einer Schnur umwickelt werden, dass man das halt später auch nicht mehr wahrnehmen kann. Also halt das Gummiband. So, ich mache jetzt hier noch einmal so grob hinzu, eben justieren. Und mache hier schon mal mein Gummiband grob drumherum. Ja, ich glaube, ich gehe mal zweimal drumherum. Sicher ist sicher. Muss ja nachher auch gut halten. So, okay. Und jetzt werde ich noch nach und nach weitere Äste hier hinzufügen. Immer so, ja, wie ihr das halt letzten Endes für leiden mögt. Oder halt für richtig haltet, wie auch immer. Einfach so nach Gefühl halt, wie heißt das, machen. Mal schauen, wie viele ich nachher benötigen werde. Aber ich denke, es werden ja höchstwahrscheinlich alle eingearbeitet werden. Man kann ja auch mal welche wieder in die Mitte hineinstecken. Wie gesagt, ne, einfach so nach Gefühl einarbeiten, wie ihr das halt letzten Endes für schön empfindet. In die Mitte der Äste kommen jetzt als nächstes Reagenzgläser hinein. Die haben jetzt im Übrigen in meinem Fall eine Länge von 10 cm und der Durchmesser beträgt ca. 2 cm. Ich muss mal gucken, wie viele Gläser ich da jetzt letzten Endes einarbeiten werde. Meine Wunschvorstellung wäre jetzt letzten Endes 4 Reagenzgläser zu verwenden, aber mal gucken. Die wie heißt das, Äste werde ich jetzt nachher auch wieder sortieren. Und wenn ich das jetzt hier erledigt habe, dann wird um das Gummiband die Schnur so rum drumherum gewickelt werden. Ich würde die Reagenzgläser auch erst dann befüllen, wenn ihr damit hier soweit fertig seid, also halt die Gläser zu justieren. So, mal eben schauen, ob man die jetzt hier noch irgendwo wahrnehmen kann. Ja, nur ein bisschen. Dann kann man hier nachher aber immer noch ein paar Äste nachträglich einarbeiten, um halt die Gläser auch noch mal ein bisschen zu vertuschen. Aber das macht jetzt hier auf mich schon mal einen ganz guten Eindruck. Eben auch wieder ein bisschen hochschieben. So. Ne, ist okay mit 4 Gläsern. Also das geht auf jeden Fall auch schon mal. Und dann kommt jetzt mal die Schnur hinzu. Weil so mit dem Band, das sähe ein bisschen doof aus. Mit dem Gummiband.
Bevor ich es jetzt noch vergesse, befülle ich mal die Reagenzgläser mit etwas Wasser. Kann man sich letzten Endes auch noch mal einfacher machen als mit einer Gießkanne. Aber ich habe jetzt hier auch den Vorteil, ich bin in meiner Werkstatt. Wenn der Tisch jetzt hier nass werden sollte, ist jetzt ehrlich gesagt in meinem Fall vollkommen egal. So, da darf nur noch ein bisschen rein. Zack. Ja, das eine habe ich jetzt einen Tacken zu viel, aber das wird jetzt hier nachher sowieso hinausgeschwemmt werden. Ja, dann haben wir jetzt hier wieder Schleierkraut am Start. Mannstreu, der stammt wieder aus meinem Garten. Und dann habe ich hier ein paar, wie heißen sie nochmal, Gerberer am Start. Und wo ist eigentlich meine Lieblingsschere? Zack. Die Gerberer, die halte ich hier erst einmal an nachher, bevor ich die einkürze, halte ich die erst einmal an. Und ich werde jetzt zunächst das Schleierkraut einarbeiten. Und dann kommt der Mannstreu hinzu und danach dann halt die Gerberer. Das hier auch mal eben etwas zurechtschneiden. Einfach so nach Gefühl einarbeiten. Man kann das Ganze auch ohne das Schleierkraut machen, aber ich will meins jetzt hier auch definitiv verarbeitet haben. Ich habe jetzt hier schon so viel getrocknetes Schleierkraut in der Werkstatt. Das reicht jetzt. Was ihr beim Schleierkraut auch machen könntet, ihr verwendet das als Trockenblumendeko und steckt das einfach nur so zwischen die Äste ein. Aber ich werde jetzt hier komplett alles mit dem Reagenzglas machen oder in das Reagenzglas so rum. Jetzt geht es hier wieder los mit meinen kleinen Sprachstörungen. Bin jetzt auch im Nachhinein ganz froh, dass ich 4 Gläser eingearbeitet habe. So habe ich halt letzten Endes ja mehr Platz, ne? Ach, hier hätte ich aus Versehen vorhin schon was abgeschnitten. Will ich aber nachher nicht sehen. Machen wir hier mal eben ein bisschen anders. So. Machen wir den mal hier vorne. Ich werde das Ganze jetzt noch auf dieser Baumscheibe platzieren und dann bin ich mit dieser Dekoration auch soweit fertig. Aber das sieht richtig cool aus. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, welche Dekoration ich persönlich letzten Endes besser finde. Wobei diese knalligen Gerberer, die stechen einem ja so richtig schön ins Auge. Naja, jedenfalls findet ihr alle benötigten Materialien für die beiden Projekte auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!